Bei Bilderschlachten bin ich erstmal von der Aktualität ausgegangen, von der Situation, in der wir im Moment leben und wollte schauen, was brauchen wir, um bestimmte Prinzipien loszuwerden in unserer jetzigen Gesellschaft und habe das dann versucht in 3 Akten aufzuziehen, in einem Urzustand und dann in einem sehr krassen Mittelteil, sehr bunten Mittelteil, wo wir im Grunde das Aufgeblähtsein, das Übertriebene, das Schrille auch unserer Gesellschaft, das Bestimmende, das in starken Hierarchien denkt, das von patriarchalen Systemen geprägt ist, das darzustellen, um dann im Grunde im letzten Teil so einen Lösungsprozess zu etablieren, der in einer großen Trauer endet, in einer riesigen Prozession, die sozusagen diesen Systemen abdankt. Und die Frage ist natürlich, wenn man danach weitermachen will, man hat sozusagen das Lamento gesungen, das Lamento auf die Gesellschaft, in der wir leben. Was kann danach kommen? Und was Brigitte und ich in Archipel machen wollen, ist eine Art Utopie kreieren, einen Planeten, einen Raum, den es noch zu erfinden gibt, aber in dem andere Dinge passieren können, in einem anderen Licht, in einem anderen Zusammensein. Was mich die ganze Zeit bei dem Gedanken trägt, ist der Name Archipel, weil wir befinden uns hier in einer Insellandschaft. Auch wir sind insulare Körper in einer bestimmten Art und Weise, aber gleichzeitig meint Archipel immer ein Voraussetzen anderer Archipele oder anderer Einheiten, mit denen wir kommunizieren. Welcome. Thank you so much. Ja, ich bin Brigitta Muntendorf, ich bin Komponistin und habe zusammen mit Stefanie Thiersch dieses Projekt Archipel eigentlich ins Leben gerufen. So, hier sind unsere beiden, genau, ich stelle kurz vor, das sind unsere beiden Schlagzeugerinnen. Was vielleicht noch wirklich sehr spannend ist, ist an dieser Skulptur, dass ja Instrumente eingebaut worden sind von dem Thomas Meixner, also einem Instrumentenbauer. Und das sind
eigentlich lauter Instrumente, die erstmal so gar nicht existieren oder die umfunktioniert werden. Yeah, it's about appropriation. It's about how we, start to deal with it and bring it alive. Can we hang from the structure? Yes. Like the... Yeah, in this part here in the middle. All what is steel here, Yeah. all this, it's super, it's super stable. Tammy, that's somehow nice. There's something to do with this, the in-betweens actually. And then what triggers you a lot, of course, is the hanging stuff, no? All the, use the momentum all the time to bring you in another space. That's cool. Die Theorien Donna Haraways beschäftigen mich schon relativ lange. Auch für Bilderschlachten war das ein ganz wichtiges Thema. Und zwar ganz besonders ihre These Make kin, not babies, die erstmal so ein bisschen provokant daherkommt, aber eigentlich meint, dass man in neue Verwandtschaftsbeziehungen zueinander treten soll. Für den Tanz im Speziellen bedeutet das, dass wir versuchen, in Gefügen zu arbeiten, in Gefügen unserer Ideen, unserer Körper, aber auch ganz stark im Verbund mit dem Raum und in dem Falle jetzt hier mit der Architektur, dass wir die Architektur als etwas begreifen, sozusagen ein Player, ein Mitspieler oder eine mit uns verwandte organische Materie, mit der wir versuchen, anders umgehen zu lernen. The way you apprehend it, and you did now really beautifully, that to actually extend it in its shape and it's not an opposition to your body. With Archipel, I feel like it's not about showing, it's about being. And the set is also one of the performers, I feel. And there is no hierarchy, like in between us and the set. We have to adapt to the set as much as I feel like the set adapts to us. Wichtig ist, denke ich, in so einer Zusammenarbeit, dass wir alles das, was Hierarchie etablieren könnte, vergessen oder nicht zum Vorschein bringen lassen, beziehungsweise gar nicht erst erstehen lassen, sondern uns auf einem sehr gleichberechtigten Feld miteinander bewegen. I think that's a symbol also of where we are, how we are as a group, and throughout these years, what we are getting to as a community of friends, people, artists.
Dieses Archipel wird von allen bespielt, also auch von den Tänzerinnen. Wir holen eigentlich alle Klänge da raus. Also wir haben bis zu 20 Mikrofone, die wir überall hier implementieren, die zum Teil einfach verstärken. Das heißt, wir können die leisesten Geräusche auf dieser Platte plötzlich sehr laut hören. Diese Insel kann dadurch eigentlich ihre Bedeutung komplett verändern. Also sie kann etwas sehr Animalisches haben, sie kann etwas sehr Menschliches haben, sie kann aber auch, wenn wir das möchten, einen Techno-Track quasi abbilden. In meiner Arbeit spielt Interdisziplinarität schon immer eine ganz wichtige Rolle. Die letzten Jahre beschäftige ich mich ganz viel mit Musik. Die Begegnung mit Brigitte Muntendorf spielt in dem Zusammenhang eine ganz besondere Rolle. Ja. Unser Ziel ist es in unserer Zusammenarbeit, gemeinsame Scores, gemeinsame Partituren zu schreiben. Das heißt, wir bringen nicht ab einem gewissen Punkt Partitur und Choreografie zusammen, sondern sie entstehen in einem gemeinsamen Prozess. Und das ist für mich in meiner Arbeit, stellt das was relativ Neues dar und für Brigitte auch. Also wir bewegen uns da in Neuland. Das ist super schwer, aber sie machen es gut. Okay. Thank you. Everything is working together as a symbiosis, as one breathing, moving environment. Diese Vorstellung davon, dass man etwas rausruft und es gibt ein Echo und eine Resonanz aus anderen Räumen heraus, die finde ich für diese Arbeit sehr spannend. Und was in dieser Woche passiert ist, gerade mit der Architektur, war ganz spannend, weil sie, obwohl sie gleich bleibt, eine stetige Transformation durchmacht in der Art und Weise, wie wir mit ihr umgehen. Mal erscheint sie klein, mal riesengroß, mal vibriert sie, mal bedeutet sie eine Gefahr, mal wird sie ein Zuhause, mal ist sie Nische, mal spuckt sie uns aus. Und diese Transformation, die auch wir ja versuchen darzustellen oder die wir versuchen zu leben und in unsere Körper zu bekommen, dass die eine erstmal gedacht stabile, statische Struktur das von sich aus hergibt, fand ich sehr aufregend.